Zuerst hörst du eine Geschichte. Danach gibt es Fragen und Antworten zu der Geschichte. Zuletzt lernst du neue Vokabeln. In der Beschreibung findest du eine Tabelle mit den wichtigsten Begriffen. Hallo, ich bin Lisa und heute besuche ich meine Großeltern. Am Morgen stehe ich früh auf. Ich frühstücke schnell. Ich esse ein Brot mit Marmelade und trinke ein Glas Milch. Ich fahre zu meinen Großeltern. Die Fahrt dauert 30 Minuten. Auf dem Weg höre ich Musik. Jetzt bin ich angekommen. Ich steige aus dem Auto aus. Meine Oma und Opa warten schon auf mich an der Tür. Sie lächeln und umarmen mich. Wir gehen ins Haus. Oma hat einen Kuchen gebacken. Der Kuchen riecht sehr lecker. Ich habe Geschenke für meine Großeltern mitgebracht. Ich gebe sie ihnen. Sie freuen sich und sind glücklich. Wir setzen uns in die Küche und essen ein Stück Kuchen. Oma hat auch Tee gemacht. Der Tee ist heiß. Wir reden miteinander. Ich erzähle meinen Großeltern etwas. Ich bin froh, sie zu sehen. Später gehen wir in den Garten. Der Garten ist groß und grün. Es gibt viele Blumen und Bäume. Ich pflücke ein paar Blumen für Oma. Sie freut sich und stellt sie in eine Vase. Opa zeigt mir seine Tomatenpflanzen. Die Tomaten sind schon rot und reif. Wir pflücken einige Tomaten und essen sie. Sie schmecken süß und frisch. Wir sitzen ein wenig im Garten und unterhalten uns. Opa möchte spazieren gehen. Wir gehen zum nahegelegenen See. Der Weg ist nicht weit. Am See füttern wir die Enten. Es macht viel Spaß. Die Enten sind hungrig und kommen ganz nah. Wir laufen am See entlang. Ich genieße die Aussicht. Der See ist blau und schön. Danach gehen wir zurück nach Hause. Opa möchte mir seine Gitarre zeigen. Er spielt seitdem er ein Kind ist Gitarre. Er zeigt mir, wie ich die Gitarre halten muss und wie man darauf spielt. Ich bin nicht so gut. Ich bin noch eine Anfängerin. Aber mein Opa kann sehr gut spielen. Er spielt schöne Lieder und wir singen mit. Oma kocht nebenbei das Abendessen. Ich helfe ihr dabei. Nachdem das Essen fertig ist, bereite ich den Tisch vor. Oma packt das Essen auf die Teller. Ich bringe die Teller zum Tisch. Wir essen gemeinsam. Wir sitzen und reden über alte Zeiten. Oma erzählt mir Geschichten aus ihrer Kindheit. Nach dem Abendessen schauen wir zusammen einen Film. Es ist ein lustiger Film und wir lachen viel. Wir essen noch etwas Popcorn und trinken Saft. Am Abend verabschiede ich mich von meinen Großeltern. Ich fahre wieder zurück nach Hause.
Es war ein schöner Tag bei meinen Großeltern. Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch. Zu Hause angekommen, erzähle ich meiner Mutter von meinem Tag. Sie freut sich, dass ich eine schöne Zeit hatte. Hallo, ich bin Lisa und heute besuche ich meine Großeltern. Am Morgen stehe ich früh auf. Was macht Lisa heute? Sie besucht ihre Großeltern. Ich frühstücke schnell. Ich esse ein Brot mit Marmelade und trinke ein Glas Milch. Was isst Lisa zum Frühstück? Ein Brot mit Marmelade und ein Glas Milch. Ich fahre zu meinen Großeltern. Die Fahrt dauert 30 Minuten. Wie lange dauert die Fahrt zu Lisas Großeltern? Die Fahrt dauert 30 Minuten. Auf dem Weg höre ich Musik. Jetzt bin ich angekommen. Was macht Lisa auf dem Weg? Sie hört Musik. Ich steige aus dem Auto aus. Meine Oma und Opa warten schon auf mich an der Tür. Wer wartet auf Lisa an der Tür? Ihre Oma und ihr Opa. Sie lächeln und umarmen mich. Wir gehen ins Haus. Wie begrüßen Lisas Großeltern sie? Sie lächeln und umarmen sie. Oma hat einen Kuchen gebacken. Der Kuchen riecht sehr lecker. Was hat Oma gebacken? Einen Kuchen. Ich habe Geschenke für meine Großeltern mitgebracht. Ich gebe sie ihnen. Was bringt Lisa ihren Großeltern mit? Geschenke. Sie freuen sich und sind glücklich. Wir setzen uns in die Küche und essen ein Stück Kuchen. Wie fühlen sich Lisas Großeltern über die Geschenke? Sie freuen sich und sind glücklich. Oma hat auch Tee gemacht. Der Tee ist heiß. Was hat Oma gemacht? Tee. Wir reden miteinander. Ich erzähle meinen Großeltern etwas. Was macht Lisa mit ihren Großeltern? Sie redet und erzählt etwas. Ich bin froh, sie zu sehen. Später gehen wir in den Garten. Wie fühlt sich Lisa, ihre Großeltern zu sehen? Sie ist froh. Der Garten ist groß und grün. Es gibt viele Blumen und Bäume. Wie ist der Garten? Groß und grün mit vielen Blumen und Bäumen. Ich pflücke ein paar Blumen für Oma. Sie freut sich und stellt sie in eine Vase. Was macht Oma mit den Blumen? Sie stellt sie in eine Vase. Opa zeigt mir seine Tomatenpflanzen. Die Tomaten sind schon rot und reif. Was zeigt Opa Lisa? Seine Tomatenpflanzen. Wir pflücken einige Tomaten und essen sie. Sie schmecken süß und frisch. Wie schmecken die Tomaten? Süß und frisch. Wir sitzen ein wenig im Garten und unterhalten uns. Opa möchte spazieren gehen. Was möchte Opa machen? Spazieren gehen. Wir gehen zum nahegelegenen See. Der Weg ist nicht weit. Wohin gehen Lisa und ihr Opa? Zum nahegelegenen See. Am See füttern wir die Enten. Es macht viel Spaß. Was machen Lisa und ihr Opa am See? Sie füttern die Enten. Die Enten sind hungrig und kommen ganz nah. Wir laufen am See entlang. Wie sind die Enten? Hungrig und kommen ganz nah. Ich genieße die Aussicht. Der See ist blau und schön. Wie findet Lisa den See? Blau und schön. Wir gehen nach Hause. Opa möchte mir seine Gitarre zeigen. Was möchte Opa Lisa zeigen? Seine Gitarre. Er spielt seitdem er ein Kind ist Gitarre. Er zeigt mir, wie ich die Gitarre halten muss und wie man darauf spielt. Seit wann spielt Opa Gitarre? Seit er ein Kind ist. Ich bin nicht so gut. Ich bin noch eine Anfängerin. Wie gut kann Lisa Gitarre spielen? Sie ist nicht so gut und noch eine Anfängerin. Aber mein Opa kann sehr gut spielen. Er spielt schöne Lieder und wir singen mit. Was macht Opa mit der Gitarre? Er spielt schöne Lieder. Oma kocht nebenbei das Abendessen. Ich helfe ihr dabei. Was macht Lisa, während Oma kocht? Sie hilft ihr. Nachdem das Essen fertig ist, bereite ich den Tisch vor. Oma packt das Essen auf die Teller.
Was macht Lisa, wenn das Essen fertig ist? Sie bereitet den Tisch vor. Wir sitzen und reden über alte Zeiten. Oma erzählt mir Geschichten aus ihrer Kindheit. Worüber redet Oma mit Lisa? Über Geschichten aus ihrer Kindheit. Nach dem Abendessen schauen wir zusammen einen Film. Es ist ein lustiger Film und wir lachen viel. Was machen Lisa und ihre Großeltern nach dem Abendessen? Sie schauen einen Film. Wir essen noch etwas Popcorn und trinken Saft. Am Abend verabschiede ich mich von meinen Großeltern. Was machen Lisa und ihre Großeltern am Abend? Sie essen Popcorn und trinken Saft. Ich fahre wieder zurück nach Hause. Es war ein schöner Tag bei meinen Großeltern. Wohin fährt Lisa nach dem Besuch? Nach Hause. Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch. Zu Hause angekommen, erzähle ich meiner Mutter von meinem Tag. Worauf freut sich Lisa? Auf den nächsten Besuch. Sie. Das Brot. Ich esse jeden Tag ein frisches Brot. Die Marmelade. Die Marmelade auf meinem Brot ist süß. Der Kuchen. Der Kuchen im Café schmeckt sehr gut. Das Geschenk. Zum Geburtstag bekam ich ein Geschenk. Die Tomate. Die Tomate auf meinem Salat ist frisch. Die Erdbeere. Die Erdbeere ist süß und saftig. Die Gitarre. Mein Bruder spielt gerne Gitarre. Der Teller. Der Teller ist voll mit leckerem Essen. Frisch. Der Salat ist frisch und knackig. Heiß. Der Tee ist noch heiß. Groß. Unser Garten ist groß und schön. Der Besuch. Der Besuch bei meiner Freundin war schön. Die Mutter. Meine Mutter kocht gerne. Umarmen. Ich umarme meine Freunde zur Begrüßung. Backen. Meine Mutter backt einen Kuchen. Hat dir das Video gefallen und konnte ich dir helfen? Schreibe es in die Kommentare und lasse eine Bewertung da. Auf Wiedersehen.